Und dieses Jahr gibt es wieder einen Koffer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Letztes Jahr habe ich sowas schon mal gemacht und das kam bei euch relativ gut an und manche von euch haben das sogar nachgemacht. Nämlich war das ein Jahresrückblick auf mein Jahr als Michael Jackson Sammler. Und da habe ich in verschiedenen Kategorien gezeigt, was ich so bekommen habe. Natürlich nicht alles, was ich bekommen habe, das wäre ein bisschen zu viel. Aber eben in diesen verschiedenen Kategorien ein paar Sachen ausgewählt. Und weil das, wie gesagt, so gut angekommen ist und mir das auch Spaß gemacht hat, habe ich mich entschieden, das dieses Jahr wieder zu machen. Fangen wir an mit den Sachen, für die ich am meisten bezahlt habe. Das teuerste, was ich dieses Jahr gekauft habe, ist die ja noch gar nicht so lang erschienene Pressung vom Dangerous Album auf silbernem Vinyl. Und das ist ja in Deutschland oder in Europa auch auf rotem Vinyl rausgekommen. Aber dieses silberne Vinyl, hier oben seht ihr diesen Sticker, kam so nur in den USA in Walmart raus. Und natürlich wollte ich das unbedingt haben und habe dann sofort, als das rauskam, praktisch panikmäßig das erstbeste Angebot auf eBay wahrgenommen, sodass ich dann inklusive Versandkosten und Zollgebühren da 80 Euro für bezahlt habe. Das ist also relativ teuer gewesen. Aber irgendwie war es für mich das sofort wert. Ich habe es auch mich nicht getraut auszupacken. Es bleibt also erstmal verschweißt. Vielleicht kriege ich ja irgendwann noch mal eine für ganz günstig und mache die dann auf. Aber ich habe es irgendwie bei dieser 80 Euro Schallplatte nicht übers Herz gebracht, die aufzumachen. Vielleicht mache ich es ja doch noch mal irgendwann, aber erstmal nicht. Das zweiteuerste, was ich gekauft habe dieses Jahr, ist die Ghost Box, und zwar die japanische Version der Ghost Box. Ihr seht hier unten auch diesen Sticker, der ist hier auf dieser Plastikfolie drauf, die der Vorbesitzer, als er sie damals gekauft hat, behalten hat. Das gleiche gilt auch für den Sticker auf der Rückseite, wo auch der hier oben dieser Barcode noch mit drauf ist. Und ich sammle ja immer gerne die japanischen Sachen, und bei dieser Box war noch so die Besonderheit, dass hier da drin auch alles noch ein bisschen leicht anders ist. Ich mache sie jetzt hier aus Zeitgründen nicht auf, aber da ist eben nicht nur dieses normale Ghosts Booklet drin, sondern auch noch eins mit japanischem Text. Und das wollte ich halt immer schon so gerne haben, und das ist halt leider meistens extrem teuer und also weit über 100 Euro auch. Und ich habe es jetzt für 75 Euro gekauft, inklusive Steuern und Versand. Und ja, das war es jetzt wert. Der Zeitpunkt war gekommen, das zu kaufen. Und da habe ich das eben für 75 Euro gekauft. Und das drittteuerste aus diesem Jahr war die Ghosts Laserdisc, die ich euch schon mal gezeigt habe. Die ist ja exklusiv in Frankreich herausgekommen und ist dementsprechend auch schwer zu finden. Und die habe ich dieses Jahr für 59 Euro gekauft, was ein relativ guter Preis ist. Und das ist das drittteuerste, was ich dieses Jahr in meine Sammlung hinzugefügt habe. Kommen wir im Kontrast dazu zu den Dingen, für die ich am wenigsten Geld bezahlt habe. Und das sind tatsächlich diese beiden I Need You Singles. Eine EU-Pressung mit dem Christmas Mix, die habt ihr in meinem letzten Video schon gesehen. Und eine UK-Pressung ohne den Christmas Mix, aber dafür mit ganz vielen anderen interessanten Remixen von diesem schönen Song. Und für die habe ich jeweils inklusive Versand 1,70 Euro bezahlt. Das lag daran, dass die in einem Konvolut mit dabei waren. Also ich habe beim gleichen Verkäufer ganz viele Sachen gekauft, der die dann alle zusammen in einem Paket verschickt hat. Und lasst diese CDs jeweils 1 Euro gekostet haben und anteilig am Versand dann nochmal 70 Cent pro CD, kommt eben dabei hinaus, dass ich für diese CDs jeweils nur 1,70 Euro bezahlt habe, was natürlich sehr günstig ist, obwohl die jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr wert sind als das. Und eine weitere sehr günstige Errungenschaft war diese Sisterella CD. Das war ja ein Musical, was von Larry Hart produziert wurde, wo Michael Jackson allerdings der ausführende Produzent war, zusammen mit Jerry Greenberg. Und auf diesem Album hört man Michael nicht und man hört auch nichts, was von ihm geschrieben oder produziert wird.
Allerdings ist Michael hier nicht nur als ausführender Produzent und mit seiner MJJ Productions Produktionsfirma hier drauf erwähnt, sondern es gibt auch diesen Sticker, diesen exklusiven deutschen Sticker, wo eben steht Michael Jackson präsentiert und dann eben das im Musiktheater Offenbach vom 20. Februar bis zum 16. März 1997 eben dieses Musical aufgeführt wird. Und dieser Sticker, der ist eben auch, naja, wie gesagt, steht ja auch Michael Jackson präsentiert auf Deutsch, exklusiv für den deutschsprachigen Markt nur erschienen. Und die Pressungen aus den anderen Ländern haben eben keinen Sticker, wo Michael Jackson nochmal explizit erwähnt wird. Das war natürlich schon irgendwie was Besonderes, damit Michael Jackson auch nochmal werben zu können, auch wenn er jetzt so wirklich musikalisch nicht an diesem Album oder diesem Musical beteiligt war. Kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die es letztes Jahr auch schon gab, nämlich der beste Deal. Also die Dinge, die ich gekauft habe für relativ günstig im Verhältnis zu dem Preis, was es eigentlich wert war. Und dort haben wir erst einmal diese History VHS, die ich euch schon mal gezeigt habe. Das ist der einzige offizielle Release von einem History Tour Konzert und das ist in Korea erschienen. Und guckt euch unbedingt mein Video an, wo ich euch das gezeigt habe. Da findet ihr in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und da habe ich auch einige Kommentare bekommen, die nicht geglaubt haben, dass das hier wirklich ein offizieller Release ist. Aber doch ist es wirklich. Das ist offiziell erschienen und nur in Korea und auch relativ limitiert. Deswegen ist es auch so selten. Ich habe für diese VHS, das muss mir fast peinlich sein, 6 Euro bezahlt. Obwohl ich den Wert auf so mindestens 80 Euro eigentlich beziffern würde. Dementsprechend war diese VHS richtig, richtig günstig im Verhältnis zum eigentlichen Wert. Und deswegen schafft es diese VHS auch in diese Kategorie rein. Vielleicht erinnert ihr euch ans letzte Jahr. Da war in meiner Kategorie Bester Deal so ein Michael Jackson Bad Promo-Koffer von Pepsi. Und dieses Jahr gibt es wieder einen Koffer, auch aus der Bad-Ära, allerdings nicht mit Pepsi gebrandet, sondern hier ist dieses Bild von, dieses Cover-Artwork von I Just Can't Stop Loving You mit drauf. Und der ist auch deutlich größer. Hier unten seht ihr diese Credits, also auch dieses Copyright Triumph International, Michaels Merchandise-Firma, Made in West Germany, ist also auch ein deutscher Release. Und ich mache diesen Koffer mal auf. Sieht also so ein bisschen aus wie so ein normaler Business-Koffer, so ein Aktenkoffer, den natürlich aber niemand so mit auf sein Business-Meeting nehmen würde, außer vielleicht mir. Nein, noch nicht mal ich würde das machen. Und ja, weil der schon relativ selten ist, würde ich den schon so auf 60 Euro im Wert schätzen. Allerdings habe ich nur 36 Euro dafür bezahlt, also auch ein relativ guter Deal. Und mein wahrscheinlich bester Deal des Jahres ist eigentlich ein ganz kleines Objekt. Nämlich ist es ein Tester für das Michael Jackson Parfüm von 1989. Ich mache das jetzt mal auf und dann seht ihr hier diese zwei kleinen Fläschchen. Einmal ein schwarzes Fläschchen, das ist dann das für Herren, und einmal ein weißes, das ist das für Damen, soweit ich weiß. Und ich habe dran gerochen, das riecht ziemlich ekelig, finde ich. Und das war offenbar entweder irgendwie als Promo-Artikel verfügbar oder es gab wirklich in der Parfümerie, dass man das irgendwie gratis dazu bekommen hat, wenn man was anderes gekauft hat. Also das ist dann ja auch ein Promo-Artikel. Also ist es auf jeden Fall ein Promo-Artikel, egal in welchem Kontext man das bekommen konnte. Da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf, dass ich das habe, weil das wirklich was ist, was man eigentlich niemals findet. Also das ist das einzige Mal, dass ich es gesehen habe. Und dann habe ich es für 10 Euro gekauft. Und bei so seltenen Merchandise-Artikeln ist der Preis dann eigentlich doch deutlich höher. Also ich würde sagen, so bis zu 100 Euro ist das, was man schon auch mal für sowas bezahlen kann. Also etwas, was zwar nicht groß ist, aber was ein großer Deal war für mich dieses Jahr. Kommen wir zu der sehr traurigen Kategorie, der schlechteste Deal. Ja, was heißt schlechter Deal? Man kauft ja Sachen, die man schön findet, und manchmal, wenn man was ganz besonders schön findet, dann bezahlt man auch mal ein bisschen mehr dafür, als es eigentlich wert ist. Und schlechter Deal klingt ein bisschen zu dramatisch, also dramatischer, als es eigentlich ist. Und hier kommt wieder unsere Dangerous Walmart-Pressung ins Spiel, denn diese 80 Euro, die ich dafür bezahlt habe, waren natürlich viel zu viel. Also wenn man sich jetzt die eBay-Angebote dafür anguckt, die sind deutlich niedriger. Und da kommt man am Ende wahrscheinlich irgendwie mit 60 Euro hin, wenn man jetzt das Angebot nimmt.
Aber irgendwie, das habe ich ja gerade schon gesagt, habe ich so panikmäßig, es gibt was Neues von Michael, das sofort beim erstbesten Händler gekauft und deswegen halt ein bisschen mehr Geld dafür bezahlt, als es eigentlich muss. Das ist meine eigene Schuld gewesen. Aber naja, so ist es jetzt halt und ich freue mich deshalb nicht weniger über diese schöne Pressung von Dangerous auf silbernem Vinyl. Über das zweite ärgere ich mich dann doch sehr. Das ist nämlich mal wieder eine Bootleg-Pressung, wo ich erst nicht gecheckt habe, dass es Bootleg ist. Ich zeige euch das mal. Also, das ist so im CD-Format, aber hier auf diesem Sticker steht CD und DVD Deluxe Edition. The brand new song, this is it, bla bla bla. Dann ist hier noch unten dieses deutsche FSK-Logo drauf. Und wenn man sich auf die Rückseite mal anguckt, sieht das auch total professionell aus, mit This is it gebrandet. Was ich dann aber schon beim Kauf ein bisschen komisch fand, ist, dass hier noch dieses FBI Piraterie-Logo drauf ist, was eigentlich nur auf US-amerikanischen Pressungen drauf ist, während dieses deutsche Logo nur auf deutschen Pressungen drauf ist und das erschien mir direkt ein bisschen widersprüchlich. Geliefert wurde es aus Italien, hatte auch, den habe ich hier noch aufbewahrt, so einen italienischen Sticker noch auf der Folie. Ich habe es dann aufgemacht, weil es war eingeschweißt, aber ich musste sicherstellen, ob es jetzt ein Bootleg ist oder nicht. Es kam mir auf jeden Fall komisch vor. Wenn man das aufmacht, dann sieht es hier eigentlich auch total schön aus, so, ne? Wie so This is it Releases halt sind. Und dann haben wir hier diese goldene CD. So sieht die eben auch aus in den offiziellen Releases und diese ja mit diesem Konzertbild oder Konzertprobenbild bedruckten DVD. So sieht auch eine offizielle DVD aus, aber erstmal sind so viele Unstimmigkeiten und zweitens sind hier hinten, wenn man sich mal so eine DVD hierher nimmt, steht hier hinten eigentlich immer irgendwas in dieser Matrix. Hier steht aber nichts, was sinnvoll ist. Und in Kombination dieser ganzen Sachen war ich mir halt eigentlich sofort, als ich das aufgemacht habe, sicher, dass das hier kein offizieller Release ist. Ich fand es schade. Ich hätte so gerne in meiner This Is It Sammlung hier noch sowas hinzugefügt, so eine Kombination aus CD und DVD. Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht und naja, das gibt es offenbar auch hier nicht in offiziell. Da habe ich 28 € für bezahlt, was für eine Bootleg natürlich viel zu viel ist. Also ja, sowas, man könnte irgendwie noch dafür argumentieren, dass man hierfür 5 € bezahlen kann, wenn es irgendwie schön ist und einem gefällt. Aber da sind es halt irgendwie immer noch, 23 € in dem Fall, die ich dafür zu viel bezahlt habe. Und hierüber ärgere ich mich schon, aber es ist ja trotzdem irgendwie ganz cool. Ich versuche mir das schön zu reden und finde es trotzdem ein bisschen schade, dass das hier nur ein Bootleg ist und keine offizielle Pressung. Kommen wir zur letzten Kategorie, wo ich euch Dinge zeige. Nämlich, das hatten wir letztes Jahr auch schon, die Sachen, wo ich mich am meisten darüber gefreut habe, dass ich die empfangen habe. Da kommt nochmal die Ghosts Laserdisc ins Spiel. Denn ich habe euch ja schon in dem Video, als ich die unboxed habe, erzählt, dass ich die so lange gesucht habe und mich deswegen so sehr gefreut habe, die endlich jetzt in den Händen zu halten. Und ich bin nochmal so meine ganzen Sachen durchgegangen, die ich dieses Jahr bekommen habe und muss einfach sagen, ja, diese Ghost Laserdisc gehört wirklich zu den 3 Sachen, wo ich mich diesem Jahr am meisten gefreut habe, dass ich die nach langem Suchen und ganz viel Geduld die endlich bekommen habe und auch für einen guten Preis bekommen habe. So ähnlich ist es mit diesem This Is It Ticket. Ich wollte immer so ein This Is It Ticket haben, weil ich ja, wie ihr wisst, eine Affinität zu This Is It habe, also eigentlich ja zum Film, aber es geht ja alles Hand in Hand. Und diese Tickets, die sind ja auch immer so schön, jetzt kann man es glaube ich ganz gut sehen, so wackelbildmäßig. Und es gibt ja zum einen die, wo hinten auch, wie bei mir, drauf steht, welcher Sitzplatz das ist, Block 405, Reihe C, Sitz 571 am 13. Juli 2009. Und es gibt aber ja auch die, wo hinten alles weiß ist. Und so eine wollte ich nicht haben, weil das ja nicht die sind, die auch wirklich an die KonzertbesucherInnen herausgegeben wurden. Und die sind ja immer so teuer. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Es gibt ja so viele davon. Also man sieht so oft, dass die im Angebot sind, aber immer irgendwie für 50 € oder so. Und ich habe jetzt, glaube ich, hierfür inklusive diesem Begleitheft, was man hier bekommen hat. Also es war ja so,
Die Konzerte konnten ja aus bekanntem Grund nicht stattfinden und man hatte die Wahl, entweder man kriegt das Geld wieder, dann bekam man aber auch das Ticket nicht, oder man hat sein Geld nicht wiederbekommen oder einen Teil wiederbekommen, ich weiß es gar nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie das genau war. Ich war ja damals gar nicht dabei beim Ticketkauf. Und hat dann das Ticket behalten dürfen und auch noch dieses Heft bekommen, A Celebration of the Life of Michael Jackson, was auch ganz schön ist mit Bildern. Ich packe es jetzt trotzdem nicht aus, mal wieder aus Zeitgründen. Das Video dauert sowieso schon lang genug. Und ich freue mich sehr, dass ich das dieses Jahr gefunden habe für zusammen 35 €, was wirklich ein guter Preis ist. Habe ich mich sehr darüber gefreut und freue mich auch nach wie vor darüber. Steht in meiner Vitrine, was ihr demnächst auch noch in meinem Roomtour-Video, was für den Beginn von 2022 geplant ist, dann noch genau sehen könnt. Und das letzte, worüber ich mich besonders gefreut habe, ist dieses Moonwalker Kinoplakat aus Japan. Das passt hier gerade gar nicht ganz ins Bild, deswegen zeige ich euch mal so einmal hier unten. Ich finde das wirklich so schön. Das ist so Michael Jackson-mäßig einfach. Es ist einfach so ein typischer japanischer Release, wo man einfach am liebsten sich das den ganzen Tag angucken möchte. Und das war leider auch relativ teuer, aber naja, es war mir halt den Preis wert und deswegen muss ich mich da ja auch gar nicht für rechtfertigen, sondern ich kann mich einfach freuen, dass ich das in diesem Jahr bekommen habe und mir das hier aufhängen und ganz oft angucken. Jetzt noch nicht ausschalten, denn ihr erinnert euch vielleicht, dass ich im letzten Jahr so eine Art Wunschliste aufgestellt habe mit Sachen, die ich mir damals Ende 2020 für 2021 gewünscht habe. Und da zeige ich euch mal kurz, was das war und sage euch dann, ob ich das bekommen habe oder nicht. Ganz oben auf meiner Liste steht die Kassettenversion des Dangerous Albums aus Japan. Habe ich nicht. Das Thriller-Album auf Kassette aus Japan und zwar in der Metal Master Sound Edition. Auch nicht. Die Leave Me Alone Single aus dem UK in der Pop-Up-Edition. Auch nicht. Und zwar habe ich euch ja die Bad-Schallplatte gezeigt aus Kolumbien, die Todo Mi Amo Eres Tu mit drauf hat. Und diese Version gibt es auch als Kassette und die hätte ich natürlich schon gerne. Auch nicht. Und das letzte ist wahrscheinlich das realistischste. Das ist die Moonwalker Box aus Japan, wo neben der Blu-ray von Moonwalker auch noch ein T-Shirt drin ist. Das habe ich bekommen. Das war auch direkt im Januar. Nachdem ich das Video abgedreht habe, habe ich gefühlt sofort das gekauft, weil ich dann gemerkt habe, wie gerne ich das doch haben wollte. Und es ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Box. Ihr seht hier, vorne ist so eine rote Banderole drumherum. Vorne ist die Blu-ray. Ihr könnt auch an der Seite sehen, da ist die Blu-ray. Und hinten ist dieses T-Shirt. Ich habe das einmal rausgeholt. Das war ein riesiger Kampf, das wieder in diese Box reinzukriegen. Deswegen verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht mache. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und das war eine tolle Entscheidung, das zu kaufen. Dementsprechend war es nur eins der Dinge, die ich haben wollte, die ich dann wirklich bekommen habe. Aber naja, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr. Und dafür stelle ich jetzt auch nochmal eine kleine Wunschliste zusammen mit Sachen, die ich gerne nächstes Jahr haben möchte. Die Sachen aus dem letzten Jahr, die will ich weiterhin noch haben. Und noch folgende Sachen, nämlich die japanische Cry-Single auf CD mit dem Obi-Streifen. Die ist leider auch sehr selten und geht meistens für über 100 € weg. Aber nächstes Jahr habe ich vielleicht Glück und kriege die für ein bisschen günstiger, um endlich mein Set der japanischen CD-Singles, also diese normalen 5 Zoll CD, zu vervollständigen. Das ist nämlich die letzte, die mir noch fehlt. Die möchte ich natürlich schon gerne jetzt auch bald haben, um mein Set zu vervollständigen. Dann möchte ich gerne die italienische Version von Dangerous haben, wo aufgrund von Copyright-Problemen der Song Will You Be There fehlt. Da habe ich schon die Kassettenversion von. Eine Schallplattenversion gibt es nicht. Somit fehlt mir nur noch die CD-Version und die suche ich auch schon so lange und auch die ist selten und teuer. Aber auch hier bin ich guter Hoffnung und immer optimistisch, dass ich die vielleicht im nächsten Jahr bekomme. Dann ging es ja gerade in dem Rückblick auf meine Wünsche aus dem Jahr 2020 um diese Metal Master Sound Kassette von Thriller und da habe ich ja schon die Vinyl-Version von Thriller
aber auch noch nicht die Vinyl-Version von Off the Wall. Aber die möchte ich eigentlich auch gerne bald mal haben. Die ist deutlich seltener als die von Thriller, obwohl die von Thriller ja auch schon relativ selten und auch ziemlich teuer ist. Aber vielleicht 2022, da könnte es soweit sein, dass ich auch die mal hier in meine Sammlung hinzufügen kann. Und das letzte, was ich mir wünsche, da bin ich gespannt, was ich da nächstes Jahr zu sage, wenn ich dann nochmal so ein Video machen sollte. Ich wünsche mir mal wieder neues Material von Michael. Also silberfarbenes Vinyl, rotes Vinyl, alles gut und schön. Aber ich wünsche mir auch mal wieder, auch vielleicht zumindest einmal irgendwie mal wieder einen neuen Song. Es gab ja Gerüchte, dass Michael Jackson was mit The Weeknd gemacht hätte. Das war ja irgendwie schon im September oder so, die Gerüchte. Und da kam immer noch nichts, aber vielleicht kommt es ja doch nächstes Jahr irgendwie mal wieder was Neues. Ich möchte nächstes Jahr hier sitzen und hier euch eine Vinyl-Schallplatte oder eine CD präsentieren, wo ich sage, ja, das habe ich mir letztes Jahr vorgestellt. Da ist endlich mal wieder ein neuer Song von Michael, vielleicht im Duett mit jemandem, der gerade voll in ist, damit man das als Estate gut verkaufen kann. Das wünsche ich mir. Bin ich gespannt, was nächstes Jahr dann folgt. Zuletzt möchte ich mich bei euch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr immer so regelmäßig meine Videos gesehen habt. In diesem Jahr kamen irgendwie 16, 17 Videos, glaube ich, habe ich vorhin gezählt. Das sind also doch relativ viele, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse. Ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr wieder ähnlich viele werden. Bleibt mir auf jeden Fall gerne weiterhin erhalten als ZuschauerInnen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt mir einen Daumen hoch. Kommentiert unter dieses Video zum Beispiel, was ihr letztes Jahr so Tolles bekommen habt oder in diesem Jahr 2021, wo ihr euch darüber gefreut habt, was ein besonderes Schnäppchen war. Und macht gerne auch dieses Video nach. Ich sehe auch gerne eure Videos, eure kleinen Jahresrückblicke auf euer Jahr als Sammlerin oder Sammler. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich sage dann bis zu meinem nächsten Video in 2022. Tschüss.